Hallo! Bei den Angsthasen auf Weltreise. Wir befinden uns hier im Tongariro Nationalpark und heute machen wir das Alpine Crossing. Ja, die Wanderung ist 19,4 Kilometer lang und führt dabei entlang eines aktiven Vulkanes. Wichtig zu beachten ist, dass man nicht einfach so sein Auto da abstellen kann und denkt, man kommt am Ende wieder am selben Ort an. Nein, das ist nämlich eine Wanderung von A nach B, also kein Rundkurs. Das heißt, am besten seid ihr dran, wenn ihr euer Auto an einem sicheren Parkplatz abstellt, außerhalb von dem Park, und euch dann mit einem Shuttle dahin fahren lasst. Und das war auch ganz cool, weil dort gibt es auch kostenlose Toiletten, man kann dort kostenlos schlafen und es gibt von Kiwi Camp auch weitere Campingutensilien, die man nutzen kann mit dem Key. Ja, wir sind auf dem Weg zum Alpine Crossing und dazwischen kann man noch einen kleinen Stop in Taupo einlegen. Dort ist ein kleines Städtchen, da gibt es Cafés, Restaurants, aber auch kleine Geschäfte und es liegt direkt an einem See. Außerdem gibt es noch in der Nähe die Hooker Falls, sehr imposant, aber auch die Craters of the Moon. Ja, anders als die Moon Craters, die 10 neuseeländische Dollar gekostet haben, war jetzt der Eintritt zu den Hooker Falls kostenlos, warum wir uns die auch nochmal angeguckt haben jetzt auf die Schnelle. Und ich muss sagen, das ist auch sehr beeindruckend. Also wir haben ja schon einige Wasserfälle jetzt gesehen auf unserer Weltreise, aber der hier ist auch wirklich einzigartig und auch sehr schön. Vor allem hat er kristallblaues Wasser, so richtig Eisbonbonblau. Und außerdem kann man hier nicht nur die Wasserfälle bestaunen, sondern hier kann man auch noch drumherum verschiedene Trails wandern, also auch für Wanderfreudige oder Mountainbiker. Auf jeden Fall ein Besuch wert. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben gestern in Taupo genächtigt und jetzt haben wir diese öffentlichen Toiletten entdeckt und dort gibt es sogar eine Kiwi Cash Dusche mit dem Kiwi Cash Key. Ja, auf dem Weg von Taupo nach Tongariro zum Alpine Crossing hat man echt einen super schönen Ausblick auf den See. Also eine sehr schöne Fahrt. We're going under and there's nothing we can do. You've become me and I've become you in this story. Erzähl mal die Neuigkeiten. Ja, wir haben jetzt mit der Züchterin geschrieben von unserer Wunschhunderasse, nämlich dem Australian Shepherd. Und es ist soweit, also es wird 3 Würfe geben von 3 verschiedenen Hündinnen und auf 3 verschiedenen Brüden. Wir dürfen uns dann einen davon aussuchen. Wir haben uns jetzt mal die Fotos angeguckt von den stolzen Eltern. In 9 Wochen ist es dann soweit. There's no regret, it's over by the time you finish your cigarette.
Ja, aber jetzt spannen wir euch nicht länger auf die Folter. Jetzt zeigen wir euch mal, wie die Wanderung über das Alpine Crossing so abläuft. Auf geht's! Los, geht los! Also wenn das die nächsten 19 Kilometer so weitergeht, dann wird das ein Kinderspiel. Zu früh gefreut. Ich glaube, da müssen wir hoch. Oje, oje, bin jetzt schon geschwitzt. Und wie geht's dir? Ich freue mich. Ein super schöner Ort hier mitten in der Vulkanlandschaft. Was will man näher an einem schönen Tag? Ja. So, wir haben jetzt die ersten 5 Kilometer geschafft. Und jetzt machen wir mal eine kurze Pause, trinken mal was und essen mal was. Ja, dann geht's weiter. Tada! Sandwiches. Yum, 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 yum. Und Tomaten. Yum, 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 yum. Ja, mein innerer Schweinehund sagt jetzt, komm, ab auf die Couch, schlafen, geh wieder zurück. Aber mein Gehirn sagt, du schaffst das, komm, los, hopp, hopp, hopp. Ich bin komplett am Ende, muss jetzt wieder eine Pause machen. Und Nina ist schon wieder ready. Unfassbar. Da weiß mal, wer der Fittere ist. Vielleicht ist sie noch erkältet. Kann sein. Weiter geht's. Das ist einfach so geil. Warum ist der Vulkan? Und da ist die Nina. Das ist doch mal ein Blick für die Götter. Ja, Wahnsinn. Also hier steht, das war bisher der einfache Teil von der Wanderung. Ich denke auch. Also von daher, auf geht's. Ja, Leute, ich sag euch, so anstrengend als es aussieht. Da kann ich euch sagen. Wahnsinn, gell? Wie es hier aussieht. 10 Meter abseits des Pfades, unberührte Natur. Ein richtig cooler Ausblick. Wir haben richtig Glück mit dem Wetter.
wir so weit gucken können. So, die Natur hat hier auch hiervor gesorgt. Es gibt sogar Toiletten und die werden anscheinend mit Hubschraubern hier regelmäßig geleert. Ob das stimmt, wissen wir aber nicht. Nee, vielleicht ist auch ein Joke, aber Hat uns der Busfahrer gesagt. ja. Und? Herrlich! Also jetzt habe ich gerade gesehen auf dem Schild, jetzt wird es kühler, man soll sich die Jacke anziehen, wir haben die schon an. Wir gucken jetzt mal, wie weit wir schon geschafft haben, oder? Ja, gehen noch 4 Stunden. Ja. Nina realisiert gerade, dass wir noch 4 Stunden vor uns haben und 13 Kilometer. Bin mal gespannt, ob wir so lange brauchen. Haben wir denn 2 Stunden 30 gebraucht oder länger? Wie viel haben wir jetzt? Das passt. Also wir haben wirklich 2,5 Stunden gebraucht. Ja. Ja, nach dem Aufstieg ist jetzt hier so wieder so ein flacherer Teil oben. Ich weiß jetzt nicht, ob es nochmal gleich berghoch geht. Vielleicht schon, ich denke ja. Auf jeden Fall ist jetzt erstmal nach dem ersten Aufstieg ein bisschen flacher, ein bisschen was zum Erholen. Aber man ist auch hier direkt neben dem Vulkan. Vulkantanz. Ja, zu früh haben sich einige jetzt gefreut, denn es geht jetzt wieder steil bergauf. Nämlich da oben hin. Alex, fühlst du dich müde oder ist dir kalt? Nee. Okay, dann können wir weitergehen. Tick. Jetzt sehen wir das erste Mal, zumindest teilweise, auf die andere Seite des Crossings. Das letzte Stück. Nochmal alle Kräfte zusammen. Wir haben es auf die Spitze geschafft. Wahnsinn. Also, das letzte Stück war nochmal richtig anstrengend. Und jetzt sind wir ganz oben. Guckt euch das mal an, den Ausblick. Wahnsinn. Jetzt geht's abwärts. Jetzt geht's abwärts. Also wir haben zwar noch nicht ganz die Hälfte geschafft an Kilometern, aber wenn man sich die Zeit anguckt, dann ist es jetzt nicht mehr ganz so weit. Also das heißt, das Gelände wird ein bisschen einfacher zu wandern. Hoffen wir mal. Beziehungsweise, was heißt hoffen? War auch schön, ne? Macht doch Spaß. Macht Spaß. Und es geht schon wieder los. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Es geht wieder bergauf. Ja, wir starten jetzt unser zweites Picknick. Und hier sind beide Aussichten super.
Einer hier, ein wunderschöner See und dort hinten dieser tolle Vulkankrater. Wir haben jetzt uns entschieden, nicht ganz auf dem Gipfel zu frühstücken, denn dort riecht es etwas unangenehm. Da treten noch Gase aus dem Vulkan aus, beziehungsweise aus den Gewässern, die da drumherum sind. Und hier ist die Luft wieder frischer. Ja, das Schöne an dieser Wanderung hier ist, man geht durch verschiedene Vegetationen. Am Anfang durch Vulkankrater oder durch Vulkanlandschaft, danach durch eine Steppe und dann auch noch durch einen schönen Wald. So, die letzten 5 Meter. Und jetzt geht's nur noch ab in den Bus und zurück zum Auto. Aber Wir sind pünktlich zum Bus da. ich glaube, ist das unser Bus, glaube ich tatsächlich. Aber wir müssen mal nachfragen. Tatsächlich ist das unser Bus. Und jetzt warten wir noch ein bisschen und ruhen uns ein bisschen aus, trinken noch was. Wahrscheinlich wir da drüber gelaufen sind. Da oben waren wir. Ja. Da oben. Tipp Nummer 1. Am besten ist es, wenn man morgens früh startet, denn wir haben 7 Stunden haben wir gebraucht. 7 Stunden gebraucht für die komplette Wanderung. Und damit man morgens nicht so einen langen Anfahrtsweg hat, macht es Sinn, wie wir auf dem Platz, dort wo man auch abgeholt wird mit dem Bus, vorher zu schlafen. Oder aber ihr könnt im National Park Village euch eine Lodge holen oder irgendein anderes Häuschen, wo ihr schlafen könnt. Die Busse fahren da an verschiedenen Stellen an und holen euch da an verschiedenen Stellen ab. Tipp Nummer 2, wobei das eigentlich gang und gäbe sein sollte, nehmt ausreichend und verschiedene warme Kleidung mit, sodass ihr auf dem Trip immer mal wieder etwas wechseln könnt oder etwas anderes anziehen könnt, je nachdem wie ihr es braucht. Und natürlich genügend Wasser und genügend Essen. Und Sonnencreme. Ja, wir hoffen, euch hat unsere Wanderung und alles, was wir drumherum erlebt haben, gefallen. Und wenn ja, dann lasst uns bitte einen Daumen hoch da, drückt unbedingt den Abo-Button und wenn nicht, dann halt nicht. Dann seht ihr keine coolen Tanzanlagen mehr. Was? Tanzeinlagen vor Vulkanen. Ach so, ja. Vielleicht ist das auch besser so. Ja. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute aus Neuseeland. Tschüss. Ciao.